Ich grüße dich auf meinem Kanal. Ich bin Elena Büchel. Das, was ich gerade gemacht habe, das ist mein Ritual. Ich streichle und umarme meine Leinwand und erst dann lege ich los. Heute habe ich eine Idee, mit einer Collage anzufangen. Und gerade eben habe ich in meine Schatzkiste gegriffen und dieses wunderschöne Papier da herausgeholt. Und dann habe ich noch nach etwas Passendem gesucht, was farbig sich irgendwo trifft. Und dann habe ich das hier gefunden und dachte, ja, das könnte man benutzen. Damit fange ich an. Es geht also los. Mache es dir bequem gemütlich. Nimm dir vielleicht eine Tasse Kaffee oder Tee und komm mit mir auf diese Reise und lass dich inspirieren. Ich male und arbeite intuitiv. Das heißt, dass ich nie weiß, wohin mich die Reise führt. Und das ist sehr spannend, sehr ergreifend jedes Mal, weil ich wie ein kleines Kind mich auf diesen Prozess freue und bin sehr neugierig, was da alles zu mir kommt. Weißt du, beim intuitiven Malen ist eigentlich das Wichtigste, dass wir unserer Intuition wirklich vertrauen, dass wir auf dieses leise Gefühl in uns hören und sagen, ja genau, ich folge dem jetzt. Und nicht gleich anfangen zu zweifeln oder zu denken, oh je, was soll das denn werden? Das sieht doch nach nichts aus. Wie ein Kinderbild. Das kann ich doch keinem zeigen. Diese Gedanken kennt jeder. Und genau diese Gedanken stehen uns im Weg. Es geht darum, diese Stimme leiser zu machen und eine neue, stärkende Stimme zu etablieren, die sagt, hey, das macht Spaß. Und genau so darf das sein. Genau so darf das aussehen. Und wenn ich da jetzt Bock drauf habe, dann hau ich da drauf. Und dann läuft die Farbe und das macht einfach Spaß. Und genau so ist es richtig. Das ist das, was ich immer wieder mache und allen Schülern empfehle, zu gehen, immer wieder weiter weg von dem Bild und sich das aus der Ferne anzuschauen und auch immer wieder das Bild zu drehen. Durch diese Drehung entsteht eine neue Perspektive auf das Gemachte und es kommen neue Impulse. Und du kannst dich von den Konzepten lösen, die vielleicht bereits in dir schlummern und neue, frische Idee bekommen, was es sein könnte.
Und in dem Moment, wo du eine Entscheidung triffst, wenn du etwas findest und denkst, ja, das ist das, was ich mehr betonen möchte, dann ist das etwas, was zu dir sprechen wird. Und wenn du dann irgendwann an einem Punkt bist, wo du sagst, ich sehe da zwar was in meinem Bild, aber wenn ich anfange, da etwas draus zu machen, einen Vogel, eine Katze oder irgendwas anderes, dann klappt das einfach nicht, weil ich es nicht kann. Wenn du solche Gedanken hast, dann atme erstmal tief durch und mach dir keinen Stress, weil das ist total normal. Mein wichtigster Tipp: erwarte nicht, dass das sofort klappt. Vielleicht vergleichst du dich mit anderen Künstlern, vielleicht mit mir, vielleicht vergleichst du deine Bilder mit Bildern der anderen, aber vielleicht haben die anderen schon länger geübt. Vielleicht habe ich schon viel länger geübt. Und das dauert, bis man dann dahin kommt. Das ist ein Prozess und diese Zeit sollst du dir nehmen, sollst du dir gönnen. Du wirst wachsen, du wirst dich weiterentwickeln. Das kann ich dir versprechen. Am Anfang geht es erstmal nur darum, dich auf die Formen einzulassen, ohne gleich was Konkretes daraus zu machen. Weil diese abstrakten Formen, die erzählen auch schon etwas. Sie sprechen zu dir, wenn du mit offenem Herzen hinschaust, auch wenn da noch kein Vogel oder irgendeine Figur klar zu erkennen ist. Und glaub mir, je mehr du übst, desto mehr wirst du irgendwann ganz spielerisch kleine Dinge herausarbeiten können. Du kannst dir auch ein bisschen Inspiration holen. Schau dir Formen bei anderen an. Egal was es ist. Hund, Katze, Vogel. Probiere es aus. Das ist wie abzumalen, aber du lässt dich durch diese Formen inspirieren und erschaffst etwas Eigenes daraus. Und so mit der Zeit wirst du deine eigene Handschrift entwickeln und deine ganz persönliche Ausdrucksweise. Das entsteht beim intuitiven Malen mit der Zeit. Erst dachte ich, das ist ein Pferd, aber dann kam eine andere Idee, nein, das ist kein Pferd, das ist eine Schlange. Und dann habe ich dieser Schlange die Zunge gemalt und dann mochte ich das nicht und habe sie wieder entfernt. Dann aber doch wieder, wieder dran gemacht. Also das war ein ziemliches Hin und Her. Dann aber war ich mir sicher, dass das gut ist und das so bleiben darf.
dieses Ding, was ich als Krone erkannt habe, das war ja da. Ich habe nur die Zacken reingemacht und das hat mir wieder eine interessante Idee über den Inhalt des Bildes gebracht. Die Schlange ist gekrönt. Das ist ein Farbtest. Wenn ich die Farbe verändern möchte, bin mir aber nicht ganz sicher, welche Farbe das sein soll, dann teste ich das mit Kreide und schaue mir das an. Und wenn mir das nicht gefällt, dann entferne ich das wieder, so wie jetzt. Hier an dieser Stelle habe ich einen Elefanten erkannt und möchte diesen noch richtig sichtbar machen. Hier sah ich eine Frau, die sich an einem Seil festhielt und daran entlang tanzte, so leicht und anmutig, als würde sie schwerelos vorwärts gleiten. Und doch war da das Seil, ihr stiller Halt, der ihr die Sicherheit gab, um in dieser Leichtigkeit zu bleiben. Ich habe noch diese Frau, die eine und die andere gesehen und dann habe ich noch meinen Hintergrund gewechselt, weil irgendwie das Dunkelgrüne hat mir nicht mehr gefallen. Ich habe das aufgehellt und freundlicher gemacht und jetzt glaube ich, es ist fast fertig. Und sagt, die eine Frau ist wieder verschwunden. Ich meine, die zweite Frau ist jetzt verschwunden. Sie war überflüssig. Ihr Lieben, ich bin jetzt soweit fertig. Da sind nur noch die Kleinigkeiten, die ich noch nachbessern werde oder nacharbeiten oder ergänzen. Es werden nur die Highlights, die da reinkommen. Aber jetzt sehe ich schon, das ist ein sehr starkes Bild, das sehr reich ist an Energien. Und ich sehe da so Synergien mit verschiedenen Urkräften, die hier zusammenkommen. Der Elefant kam ganz zum Schluss und hat nochmal einen ganz neuen Schwung mit ins Bild gebracht. Die Schlange und dieses Waldwesen, da küssen sie sich auch gegenseitig und die Schlange hat eine Krone drauf. Ja, ich muss das auf mich wirken lassen, das dauert auch manchmal länger, aber du bist jetzt gefragt und ich möchte wissen, was siehst du, was fühlst du, was bewegt es in dir, welche Botschaft kannst du darin finden, welche Geschichte wird da erzählt. Schreibe mir gerne, ich freue mich riesig auf deinen Kommentar und auf das,
was du mit mir und mit den anderen auch teilst. Bin sehr gespannt. Ich möchte noch zwei Sachen mit euch teilen. Die erste Sache ist, es gibt einen Online-Kongress demnächst, der startet am 16. Mai. Ich bin dorthin eingeladen worden als Speakerin und habe mein Interview gegeben. Es geht um das Thema kreativ blockiert, wie man kreative Blockaden löst und in seine volle Kraft kommt. Ich bin eine unter 30 anderen Experten, die aus verschiedenen Branchen kommen und alle ihre Tipps geben zu diesem einem Thema. Blockaden lösen. Ich lade dich ein, guck dir das an, werde Zuschauer, guck dir das an, werde Zuschauer, weil ich glaube, das ist sehr, sehr wertvoll, was da an Tipps zusammenkommt. Es sind viele Menschen und ich glaube, das wird sehr, sehr bereichernd sein, sich das alles anzugucken. Den Link dazu werde ich dir hier reinsetzen, oben und noch zusätzlich in die Beschreibung des Videos. Und noch eine andere Sache, mein Mentoring-Programm, das im Juli startet. In diesem Mentoring-Programm geht es um die Heilung des inneren Kindes, Entschuldigung. Wenn du weißt, dass du deine eigenen Bedürfnisse nicht immer gut durchsetzen kannst, erfüllen kannst, dass du die immer hinten anstellst, dass du die fremden Bedürfnisse wichtiger findest als deine eigenen, dann können wir zusammen daran arbeiten, dass wir dein inneres Kind heilen, sehr sanft mit Mima-Methode, meditativem Malen. Ich werde dich auf diesem Weg begleiten, 8 Wochen lang, und führe dich zu deinem wahren Selbst. Stark, frei und lebendig. Es ist Zeit, die alten Wunden zu heilen und wieder in deine Kraft zu kommen. Also wenn du dich angesprochen fühlst, dann sei dabei, den Link setze ich dir auch hier rein und zusätzlich in die Beschreibung des Videos und freue mich sehr, wenn wir uns persönlich kennenlernen werden. In diesem Sinne wünsche ich dir eine wundervolle Woche und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Danke, dass du hier warst. Danke, dass du dir das Video angeschaut hast. Nimm alles mit, die ganzen Impulse, die ich dir gegeben habe. Greife direkt zum Pinsel und lass alles aus dir herausfließen und bewundere deine wundervolle innere Welt. Zeige sie dir selbst, erkunde sie und teile sie mit der Umwelt. Du bist wichtig, du bist wertvoll und du bist einzigartig, genauso wie du bist.